Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, vorgestern war der Livestream gewesen mit Davalon, wo wir auf Stufe 220 gerusht haben und da ja so ein bisschen so einen kleinen Speedrun hingelegt haben. Ich wollte das Ganze nochmal rauscutten als extra Video, aber habe mir überlegt, das Ganze machen wir höchstwahrscheinlich nochmal irgendwann mit XP-Event dann nochmal und dann nochmal in vernünftig, weil wir da nochmal gestoppt hatten mittendrin und ja, das Ganze war jetzt nicht so ganz perfekt, aber das war jetzt halt das erste Mal, dass wir sowas in der Art gemacht haben. Und ja, im gleichen Atemzug hat mich das natürlich auch stark an die Speedrun-Challenge erinnert. Ja, wer schon ein bisschen länger dabei sein sollte, der kann sich daran noch erinnern, dass von mir mal so ein Speedrun-Projekt ins Leben gerufen worden ist. Ja, wie schnell schafft man es, innerhalb von ein paar Sekunden Stufe 10 in Shakes and Fidget zu erreichen so. Und ja, das hatte ich damals gemacht, hat es hochgeladen gehabt und das hat ein bisschen Wellen geschlagen, sag ich mal. Das hatte dann dafür gesorgt, dass einige Leute das dann nachgemacht haben und versucht haben, meinen Rekord dann einzustellen. Und das war ziemlich nice gewesen und das möchte ich auf jeden Fall wieder ins Leben rufen und zwar zum nächsten Erfahrungsevent, ja, was nächste Woche beziehungsweise das kommende Wochenende jetzt schon sein wird, denn hier schon angekündigt für das kommende Wochenende halt Erfahrungsreichtum ist am Start und das benötigen wir halt für dieses Event, weil es halt unter diesen Umständen auch erstellt worden ist zu einem Erfahrungsevent, deswegen wird es das halt auch wieder geben. Und ich habe da richtig Bock drauf, meinen Rekord oder besser gesagt den Rekord wieder unter meine Kappe zu bekommen. Ja, hier, das ist das Video, was ich mal hochgeladen hatte mit 27 Sekunden, da war ich noch relativ slow gewesen. Dann haben wir hier einmal Stranger, der hält den aktuellen Rekord, aber ihr seht auch hier zum Beispiel wurde versucht, ja, meinen Rekord hier zu schlagen oder der wurde da eingestellt, dann habe ich den wieder zurückbekommen und so weiter und so fort. Ja, also es gab schon ein paar Leute, die hier zum Beispiel, hatte auch versucht, Stufe 10 so schnell wie möglich zu erreichen und so, ne? Und das war schon ziemlich cool. Wie gesagt, der aktuelle Rekordhalter ist halt eben so Stranger. Und ja, das gilt quasi ab Account-Erstellung, ne? Wenn man einen neuen Charakter erstellt, da draufklickt, Namen eingibt und zack, 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 das hier alles so schnell wie möglich versucht hinzubekommen, ja, bis man halt eben Stufe 10 erreicht hat und dann stoppt quasi der Timer. So, das hat jetzt ein bisschen geleckt hier zum Schluss, ne? Er ist hier, wie gesagt, mit seinem Rekord auf, okay, jetzt leckt es hier die ganze Zeit, halt eben auf 14,39 ja, Sekunden und den versuchen wir einzustellen und gleichzeitig möchte ich halt auch eine Challenge wieder ins Leben rufen und zwar möchte ich halt, dass, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr auch gerne versuchen, diese Speedrun-Challenge ja, mit zu unterstützen bzw. mit zu bewerkstelligen und selbst mal auszuprobieren, wie schnell schafft ihr es innerhalb, ja, Level 10, wie viele Sekunden benötigt ihr da, was ist euer persönlicher Rekord und ja, das Ganze gibt sogar ein paar Preise mit sich so, ne? Also es gibt ein bisschen was zu gewinnen und zwar ist ja, Holy Energy mein Sponsoring-Partner für Energy Drinks so auf die Challenge mit Davalon aufmerksam geworden und haben gesagt, ey, das ist eigentlich eine coole Sache, wir können das unterstützen und ja, vielleicht gibt es da irgendwie so eine Art Projekt, sag ich mal, in Zukunft, wo man halt eben ja, was verlosen kann, so bei so einer Challenge, ne? Und hatten halt aber nur gesagt, dass das Ganze eben Free-to-Play sein soll, beziehungsweise keine Pilze im Spiel sein sollen, so, ne, weil bei dieser Challenge, die wir jetzt hatten, Stufe 220 erreichen und so, da muss man ja schon ein bisschen reinpayen und bei dieser Challenge hier, das Ganze ist ja komplett Free-to-Play, kostenlos und kann jeder bewerkstelligen, so, ne, und ja, da werden wir das kommende Wochenende beziehungsweise den Freitag, denn ich werde mal gucken, ob ich da dann auch vielleicht sogar Livestreamen kann und dort dann versuchen, live im Stream den Rekord zu brechen. Und an alle Leute, die dieses Wochenende auch teilnehmen, ne,
die können halt eben was gewinnen, sofern ihr halt daran teilnehmt und ein Video hochladet davon. Das ist halt die Voraussetzung, weil ihr müsst halt einen Videobeweis haben. Die können dann halt eben was von Holy gewinnen, so, ne? Was genau, weiß ich noch nicht, aber ich denke mal, ja, definitiv irgendein Energy Drink oder sowas, ne? Ja, der halt den stärksten Rekord bzw. die niedrigste Zeit gebraucht hatte für Stufe 10, der bekommt halt eben auch einen kleinen Preis, sobald er halt das Ganze auf YouTube bewiesen hat und ich das Ganze dann halt auch gesehen habe, ne? Ja, die einzige Frage, die ich noch habe, ist so ein bisschen, ich hatte das Stranger auch schon gefragt, ich weiß, hatte mir aber noch nicht geantwortet, weil es noch nicht so lange her ist. Er benutzt für das Ganze, um das Ganze zu tracken, benutzt er höchstwahrscheinlich ein Programm, wo ja die meisten Speedrunner das benutzen. Das ist halt LiveSplit. Das ist auch kostenlos, kann man sich downloaden, habe ich mir auch schon gedownloadet. Und ich weiß bloß noch nicht ganz genau, wie man halt diese Hotkeys irgendwie so programmiert oder beziehungsweise so einstellt, dass man dann halt eben, dass der Timer genau losgeht auf Mausklick quasi, wenn der Account erstellt wird und dann aber auch genau dann endet, wenn man halt eben Stufe 10 erreicht hat, ja, ohne selbst manuell nochmal einen Knopf betätigen zu müssen, ne, irgendeinen Hotkey zu drücken, weil das Ganze kostet natürlich auch Zeit, so, ne, sondern dass es halt eben sofort stoppt, wenn halt eben Stufe 10 erreicht ist. Ne, man sieht es hier, sofern Stufe 10 erreicht ist, ist halt eben der Counter gestoppt und ja, das ging halt so schnell, dass ich halt eben nicht glaube, dass das irgendwie, ja, dass man da selbst irgendwie einen Knopf drücken muss, sondern ja, dass das halt automatisch gestoppt wird, sobald das Stufe 10 Fenster aufploppt, ne? Da muss ich mich noch erkundigen so ein bisschen, dass man das noch irgendwie selbst hinkriegt noch so, ne? Ansonsten, ja, ist dieser Timer schon ganz gut und dann werden wir gucken, dass wir dann da halt eben dieses Wochenende ja, versuchen, da diesen Rekord dann einzustellen, beziehungsweise dann halt so ein bisschen ja, zu verbessern, die Zeit zu verbessern. Und ja, eventuell wird mir das ja mit Erfolg gelingen. Ansonsten ja, könnte es halt auch sein, dass der Rekord mal wieder abgeluchst wird oder so, ne? Aber das ist halt eben die Challenge, das ist halt eben der Sinn von diesen Speedruns so, ne? Man versucht sich stetig und ständig zu verbessern und das Geile ist halt eben bei diesen Level 10 Speedruns, da kann halt wirklich jeder von euch teilnehmen und es ist halt komplett kostenlos, free to play und kann halt jeder einfach so machen, ne? Und da werden wir halt das Wochenende ein bisschen practicen, so wie das so schön heißt und ja, halt eben versuchen, den besten Rekord irgendwie aufzustellen, ne? Denn ja, so ich sag mal, der das Ganze so ein bisschen ins Leben gerufen hat, dann halt auch nicht als Rekordhalter zu haben, das ist dann schon, ja gut, ich hab's dann irgendwann vergessen, hab's abgegeben, hab dann gesagt, gut, bitteschön, ja, habe mich dann nicht mehr weiter damit beschäftigt, großartig, aber jetzt hat mich der Reiz wieder gepackt seit letztem Wochenende mit dem ganzen Speedrun-Thema und so und habe jetzt eigentlich quasi nur noch drauf gewartet, dass halt eben das Erfahrungsevent kommt und wir ein bisschen versuchen können, Stufe 10 so schnell wie möglich zu erreichen und dort einen neuen Rekord aufstellen zu können, auf die Beine stellen zu können und das Ganze, wie gesagt, ist halt eine coole Sache, weil halt eben sich mein Partner noch damit eingeklinkt hat und ihr alle da draußen halt so ein bisschen was gewinnen könnt, ne? Das ist eine ganz, ganz nice Aktion, denke ich mal und generell halt auch wieder eine kleine, coole Challenge, wo halt eben jeder dran teilnehmen kann und ja, jeweils von den anderen irgendwie die Bestzeit sich sichern kann, so, ne? Ja, das auf jeden Fall dazu. Da gibt es natürlich auch verschiedene Strategien so großartig. Also man muss sich vielleicht vorher irgendwie einen guten Server raussuchen, wo halt eben, ja, weil man halt eben auch in der Zeit kurz einer Gilde joint, um halt eben auch da die maximalen Boni irgendwie mitzukriegen so und so, ne? Da muss man sich vorher irgendwie einen ganz guten Server auskundschaften und ja, dann kann man halt eben auf dem Server versuchen, ein paar Tries zu machen und dort eben eine gute Bestzeit dann irgendwie aufzustellen, ne? Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich denke mal, es könnte sein, dass ich Freitag, weil ab Freitag beginnt ja schon das Erfahrungsevent, dass ich da eventuell, ich will es noch nicht versprechen, aber es könnte sein, dass ich da dann einen Livestream mache und dort dann halt live im Stream versuche, dann den Rekord zu brechen, so, ne? Also das würde ich fühlen und feiern auf jeden Fall, dass wir da richtig reinschwitzen und ja,
uns versuchen die ganze Zeit stetig da selbst zu verbessern. Das wäre sehr nice und da freue ich mich richtig drauf. Da bin ich auch schon richtig gehypt drauf wieder so, ne? Mir den aktuellen Weltrekord zurückzuholen, um ihn mir dann vielleicht wieder später aus der Hand nehmen zu lassen. Ich hoffe aber nicht. Ja, und halt eben an euch alle da draußen, ihr könnt halt ja jederzeit jetzt schon ein bisschen practicen so, obwohl noch kein Erfahrungsevent ist, ne? An sich, wie gesagt, ist es ganz einfach. Ja, ab quasi, wenn man einen neuen Charakter erstellt, geht es quasi los. Ja, geht man auf Weiter, drückt hier irgendeinen Random-Namen, kann Enter drücken. So, ne, man kann auch mit Hotkeys arbeiten. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf G für Gilde geht, so, ne, muss man keine Tipps anzeigen. Dann sieht man hier zum Beispiel, okay, keine passende Gilde, das ist schon mal zum Beispiel ein falscher Server hier dafür. Ne. Könnte man eine Gilde joinen. So, ne, von G braucht man nicht hier extra da oben, dann kann man quasi T drücken für Taverne und kann hier quasi direkt loslegen, halt zu questen und halt durchzuentern so. Und da kann man jetzt schon ein bisschen üben. Ne? Das ist hier auch immer ein sehr trickiger Part, weil wenn man hier nämlich auf Enter drückt, muss man hier halt eben nochmal auf Weiter gehen, weil sonst bleibt das Fenster nämlich stehen so. Ne? Da muss man gucken, dass man das dann einigermaßen irgendwie gebacken bekommt. So schnell wie möglich da halt eben durchzukommen. So, ne? Man soll es nicht unbedingt auf einem Backend-Server machen, so wie bei mir jetzt auf S31. Da läuft das Ganze relativ slow und zumal hier sowieso nicht die richtige Gilde am Start ist. Da muss man sich dann das Richtige raussuchen. Ne? Okay, alles klar. Leute, das war es erstmal dazu. Ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen vielleicht bei euch auch die Vorfreude wecken. Also ich bin da schon sehr gespannt drauf, was das Ganze wird. Wie gesagt, mit diesem Programm muss ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen mit, weil meinen eigenen Speedrun habe ich bisher nur nach Gefühl so festgehalten, ob der gut war. Und dann habe ich im Schnittprogramm selbst eine Stoppuhr nachträglich eingebaut, um zu gucken, aha, okay, das war jetzt ein guter Run. Sehr amateurhaft so, ne? Aber wenn man das Ganze so live direkt tracken kann, festhalten kann, wäre es natürlich super, ohne dass man das extra nochmal in Schnittprogramm, Stoppuhr, zack, zack, und war der Rekord jetzt besser? Oh ja, geil. So, das wäre schon geil, wenn man das irgendwie so live direkt starten und auch stoppen könnte, wenn halt eben die richtigen Zeiten dafür da sind. So. Und da, ja, weiß ich nicht, muss ich mir noch irgendwie Tipps holen, vielleicht von Stranger, wenn er das Video sieht, wie er das gemacht hatte, das Ganze mit den Hotkeys und so, dass das direkt stoppt ab Stufe 10, ohne nochmal irgendeine Taste zu betätigen oder so, weil das ist ja ein Speedrun, der ist ja jetzt kein langwieriger so, sondern das ist halt eben Speedrun, wo es auf Millisekunden ankommt, weil der halt eben nicht länger als, ja, wahrscheinlich 15 Sekunden oder so gehen wird, ne? Da kommt es dann auf Millisekunden an und deswegen ist es halt auch wichtig, dann ja, sofort eben diese menschliche Reaktion, die man hat, eben zu vermeiden, weil das kostet eben Millisekunden so, ne? Wenn man Stufe 10 erreicht, dann muss man erst noch zur Hotkey-Taste drücken, denn man hat die menschliche Reaktion als Delay so ein bisschen, plus halt eben die Zeit, wo man zur Taste geht und das verzögert halt eben ein bisschen. Und da muss man halt eben gucken, dass live direkt halt eben sofort der Timer gestoppt wird, wenn Stufe 10 erreicht wird und da weiß ich noch nicht ganz genau, wie das Ganze funktioniert. Ja, da wäre mir auf jeden Fall geholfen, wenn man mir da irgendwie ein paar Tipps geben könnte. Oder Leute, die sich da ein bisschen besser mit auskennen mit dem Programm. Ein paar Speedrunner unter euch oder so. Ne? Alles klar, Leute, das war's soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.